und zu. Da musst du jetzt mal zeigen, was du kannst, wa? So, und willkommen bei Pirate TV Folge Nummer. Und was kommt natürlich als allererstes? Klar, die Vorschau. Heute stellen wir euch den zweiten 96 Big Bore Motor vor und natürlich, wie angekündigt, den zweiten Teil vom Kain FCR Vergaser Tutorial. Hey, Gemeinde Rock'n'Roll. Ja, Folge 12. Ne? Los geht's. Viele haben erwartet, dass heute der Bericht über die 99er kommt, aber das haben wir leider nicht geschafft, weil das Wetter nämlich so scheiße war. Ne? Das Puppet steht jetzt noch hier auf der Bühne. Wir warten natürlich mal auf vernünftiges Wetter ohne Eis und Schnee und vor allen Dingen Salz, weil das will ich dem Kunden natürlich nicht antun. Auch wenn es jetzt gerade mal trocken ist, es muss erstmal ein bisschen regnen, damit die Straßen wieder sauber werden. Das dann wahrscheinlich in der nächsten Folge, in Folge 13. Schauen wir mal. Und wenn alles gut klappt, haben wir dann auch einen vernünftigen Fahrbericht mit natürlich auch bewegten Bildern beim Fahren. Gut, aber ihr habt gesehen, was soll kommen jetzt in der Folge. Und zwar natürlich wie in Folge 11 angekündigt, der Big Bore Motor Nummer 2. Und der muss natürlich als allererstes mal aus dem Motor raus. Und wie das geht und wie schnell wir das bewerkstelligt haben, ne, das zeige ich euch jetzt. So schnell geht das mit dem Ausbauen und Zerlegen. Ne? Ja, schön wär's. Ne? Ja, ist klar. Gut, der Motor war zerlegt. Normalerweise machen wir auch immer vorab eine Messung mit einem Serienmotor, damit der Kunde auch sieht, ne? Vorher hatte ich die Leistung, später hatte ich die Leistung. Haben wir versucht, haben wir angemacht, haben wir direkt wieder ausgemacht. Das Ding hat sich angehört wie ein Betonmischer. Ja? Also Magnetschrauber rausgemacht und siehe da, ne? Der Klassiker, schön dick, fett, ne? Die Späne an der Magnetschraube. Ich den Kunden angerufen und meinte, ja, okay, das Ding hat schon ein bisschen geklappert, das wusste er, musste er auseinander, egal. So, haben wir das Ding zerlegt. Was war? Kurbelwellenlagerschaden, Innenring, kennen wir schon, Innenring komplett weggeplatzt, beziehungsweise 180 Grad, linke Seite weggeplatzt, alles im Motor, Ölpuppen kaputt, Beschichtung im Eimer, Kolben kaputt und. Gut,
war eh egal, Motor sollte eh gemacht werden, also hatten wir sowieso das Go vom Kunden. Die Frage war nur, wie soll der Motor werden? Ja, dann haben wir uns ein bisschen mit dem Kunden besprochen und er sagte, nee, er möchte also jetzt nicht so einen unheimlichen Dampfhammer aus dem Keller raus, er will was schön sauber und schnell hochdreht. Er hat ja auch die Nockenwelle drin, ja, also die Rallye-Nockenwelle, die ist ja eh für Drehzahl und er hätte gern da so die Charakteristik, schnell von unten hoch, ne, und ein bisschen Spitzendrehzahl. Also okay, machen wir dir 104 Bohrungen, 80 Hub lassen wir, Ventilsitzradien machen wir ganz leicht, Nockenwelle bauen wir wieder ein, Power Commander hat er schon drin, er hatte ja den Evo 2 Kit schon drin in dem Motor von KTM und das bauen wir alles wieder rein und stimmen das mal vernünftig ab. Wir hatten ja schon mal so einen Motor gebaut, 2009 bei der SMC und wir dachten, gut, wird eine spannende Geschichte und schauen wir mal, was aus diesen Komponenten zu machen ist. Ja? Ja. Aber erst muss man natürlich zusammenbauen und das seht ihr jetzt. So, los geht's. Ja, jetzt bauen wir den Motor zusammen. Ihr seht ja schon, ich habe ja mal was aufgebaut. Motorgehäuse schon komplett gelagert, die andere Seite natürlich auch. Simmringe sind auch schon drin. Ihr seht auch hier die Kugellager, ne, die wir schon eingebaut haben. Hier erkennt man halt schön die ganzen großen Bauteile, den 104 mm Wössnerkolben, passend der Zylinder, die Kurbelwelle mit Feinwuchtung und allem Zip und Zap. Hier liegt schon der Kopf parat, ja, komplett überarbeitet. Und hier seht ihr die ganzen Dichtungen schon bereitgelegt, damit ich das schön griffbereit links an meiner Seite habe. Ja, dann würde ich sagen, jetzt starten wir mal und bauen das Ding mal zusammen. Bis gleich.
So, eingebaut das gute Stück. Jetzt sind wir natürlich gespannt. Kann er mehr als der andere Big Bang Motor? Kann er weniger? Wie verhält er sich? Dreht er höher? Wir werden es sehen. Aber als allererstes lassen wir die zwei jetzt hier mal ein bisschen brüllen. Los geht's. Machen wir mal die Leistungskurven jetzt, eins nach dem anderen. Und wir haben jetzt hier die Leistungskurve, die wir als beste rausgezogen hatten. Das war genau oder sind genau 77,2 PS bei 7500 Umdrehungen und maximal Drehmoment bei 78,5 Newtonmeter bei 5800 Umdrehungen. Das ist also für so einen kurzhubigen Motor natürlich schon kein schlechter Wert. Hat mich auch sehr erstaunt, gerade wegen der Nockenwelle, und gerade im unteren Drehzahlbereich haben wir hier schon recht viel Newtonmeter anliegen. Das war schon mal sehr erstaunlich. So, um das jetzt mal genau zu oder ein bisschen zu verdeutlichen, warum das so erstaunlich ist, lege ich euch jetzt mal eine zweite Kurve drüber, und zwar eine Kurve einer SMCR Baujahr 2013, die wir letztes Jahr mal gemessen hatten. Der Kunde kam also hier vorbei und hatte einen kompletten Evo 2 Kit von KTM aus dem Powerparts montiert. Also Nockenwelle, Akapovic Auspuffanlage, den Luftfilter, diesen KNN-Filter, der jetzt auch hier in diesem Modell drin ist, und. Also genau passend, und natürlich auch das passende Evo 2 Mapping auf dem Steuergerät. Wie das aussieht, wenn wir die beiden Kurven übereinander legen, das zeige ich euch mal jetzt. Ja, schwuppdiwupp, jetzt hier mal die SMCR drüber gelegt, und ihr seht schon hier oben ein bisschen mehr Spitzenleistung. Nochmal kurz zur Erklärung, also eine SMCR 2013 inklusive KTM Powerparts Evo 2 Kit, also Filter, KNN-Filter mit dem Rohr, Nockenwelle, Rallye-Nockenwelle drin, Evo 2 Mapping aufgespielt und komplette Akapovic Schalldämpferanlage inklusive Krümmer. Bringt uns hier nach vorne mit 78 PS, ja, also 77,9 mit 80 Newtonmeter. Allerdings die Newtonmeter etwas später anliegen, bei 6300, als der SM-Motor, der seine Spitzendrehmoment bei 5,8 hat. Auch in dem Bereich früher oder mehr Leistung bei 6500 Umdrehungen und in der Spitze auch etwas mehr. Der untere Bereich war dann doch sehr erstaunlich, dass eben halt gerade die SMCR mit mehr Kubik, also mit 690 Kubik, gegenüber der SM von uns mit 670 Kubik genau, wesentlich weniger Drehmoment erzeugt. So, wir haben jetzt hier so 59 Newtonmeter bei 4000 Umdrehungen, bei der SM haben wir schon fast 70. Ja, also das ist doch, oder schon, ja, doch 70 Newtonmeter liegen an. Woher kommt jetzt dieser eigenartige Sprung, der normalerweise eigentlich andersrum sein müsste? Dafür gibt es natürlich mehrere Erklärungen. Erklärung 1 wäre dann, wir haben natürlich bei dem Evo 2 Mapping wahrscheinlich eine andere Vorzündung.
Ja, also die Vorzündung ist so eingestellt, dass das Motorrad in der Spitze oben viel Spitzenleistung generiert, ne, weil das ist ja eigentlich ein Rennsport-Kit-Map ist, also zum Beispiel halt für eine Duke, um damit auf der Rennstrecke zu fahren. Und da brauchen wir natürlich nur im oberen Drehzahlbereich volle Leistung. Alles, was unter 5 passiert, fährt eh keiner mit, also dementsprechend egal. So, das wäre die erste Möglichkeit. Dann haben wir die zweite Möglichkeit natürlich, unsere Kopfbearbeitung von der SM. Wir haben die Ventilsitzradien ja bearbeiten lassen. Dadurch bekommt der Motor eine bessere Füllung, gerade im unteren Drehzahlbereich. Also die Anströmung des Frischgases im Brennraum ist besser. Und die dritte Möglichkeit natürlich ist die Auspuffanlage. Ne? Wir haben bei der SM eine Doppelrohr-Ackerpowitsch montiert und dementsprechend haben wir da eine bessere Brennraumentleerung. Auch die Einrohr-Accra von der SMR ist nicht schlecht, aber ne, sie hat halt in dem Bereich dann doch einen Nachteil, weil ihr Grundvolumen kleiner ist. Bei jedem Rennsportmotorrad, was wir bis jetzt gebaut haben, und gerade bei den SMCs bzw. bei den SMRs, bei den 450ern, war immer zu merken, sobald man da eine Doppelrohr-Auspuffanlage montierte, hob sich der Drehmoment im unteren Drehzahlbereich extremst an. Liegt einfach an dem Grundvolumen, dass eben halt dann der Abgasstrom, die Brennraumentleerung einfach besser funktioniert, schneller geht und die Über- und Unterdruckwellen besser arbeiten können. Das ist die Erklärung auch für diesen immensen Sprung. Ja. Um das jetzt noch mal ein bisschen anschaulicher zu machen, legen wir jetzt nochmal die Kurve von unserem Big Bore Motor vom Dezember drauf. Also quasi ne, alles was geht, inklusive mehr Hub und diesem 104. Und wie das aussieht, das seht ihr jetzt. Ja, und bam! Ne, hier, zack, die grüne Kurve, unser Big Bore Motor von Dezember. Und ihr seht natürlich hier viel früher, viel mehr Leistung. Ja, auch viel mehr Drehmoment. 84,4 Newtonmeter in der Spitze und das schon bei 5400 Umdrehungen. Ja, also viel früher der Drehmoment, bedingt natürlich auch durch den Mehrhub. Und wir haben hier oben 76 PS. Ne, mache ich Drehzahl, fällt Drehmoment und umgekehrt. Das sieht man halt hier sehr deutlich. Viel Drehmoment, weniger Drehzahl, aber dafür ein sehr langes Leistungsband, also viel PS auf ein längeres Drehzahlband. Hier unten natürlich im Drehmoment extremst nochmal die Schippe draufgelegt zum SM-Motor. Und wenn man sich den Sprung mal anguckt von der blauen Linie, also von der 2013er SMCR zum Big Bore Motor, das ist schon immens, ein immenser Sprung. Jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, ja, was passiert denn, wenn ich jetzt noch die Komponenten von der SMCR und der SM in diesen Big Bore Motor von Dezember reinpacke? Das geht natürlich nochmal richtig nach vorne, allerdings müsst ihr euch darüber im Klaren sein, wenn man solche Motoren baut, die sind eigentlich nur für die Rennerei, weil die haben natürlich einen ganz großen Nachteil, die Belastung ist dann so hoch, dass die Dinger nicht mehr halten. Also nicht mehr halten heißt in dem Sinne eine Rennsaison, 30, 40, Glück gehabt vielleicht 45 Stunden und dann sind die Dinger einfach durch und dann müssen die auf. Also wer das Budget hat, gerne, bitte. Aber wie gesagt, da muss man natürlich dementsprechend für sich abwägen, will ich mir das wirklich antun. Allerdings reden wir natürlich hier auch von Rennbetrieb, also reinen Rennbetriebsstunden. Auf der Straße mag so ein Ding länger halten, aber ich kann es auf jeden Fall keinem raten. Gut, dann geht es jetzt mal weiter und ich übergebe mal an mich selbst. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie viele Möglichkeiten man hat. Ich hätte schon fast unendliche Möglichkeiten gesagt, das ist natürlich nicht richtig, aber ihr habt eine Menge Möglichkeiten, euch aus so einem Motor was bauen zu lassen. Ne? Und genau so, wie ihr das gerne hättet. Aber ihr habt gesehen, oder man sieht halt, dass Spitzen-PS sind nicht das Thema. Das braucht man nicht. Also ob ihr jetzt 78,2 habt oder 77,1 oder 76,9, das merkt auf der Straße keiner. Ja? Wichtig ist, wie viel Leistung habt ihr ab Anfahrdrehzahl nach oben raus. Wie schnell werden da PS generiert? Das ist wichtig und vor allen Dingen natürlich auch Drehmoment erzeugt. Ne?
Weil wer 10 Newtonmeter mehr hat als sein Kollege beim Rausbeschleunigen aus der Kurve, ne, wer ist da in der nächsten Kurve zuerst? Ne? Ganz klar, ihr. Und das ist halt das, worauf es ankommt, gerade bei dem Einzylinder. Wer einen Drehzahl fahren will, soll sich 4-Zylinder kaufen. Ja? Wir brauchen Einzylinder, den Einzylinder-Punch und das ist der Druck aus dem Keller. So, das war es auch zum Sonntag und jetzt kommen wir mal zum nächsten Beitrag. Ja, dann geht es jetzt, wie gerade schon in der Vorschau gezeigt, los mit dem Vergaser, also mit dem FCR-Tutorial Unterteil. Oberteil hatten wir ja schon in Folge 11 gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, dann geht das jetzt los. Jetzt haben wir den Vergaser auf den Kopf gestellt und wir starten jetzt hier mit dem filigransten Bauteil. Und das ist natürlich wieder mal unsere LED-auf-Gemischschraube. Ich habe die schon zusammengebaut, wie ihr seht. Feder, kleine Scheibe, O-Ring und hier immer, ich habe hier eine Dose Silikonspray stehen, kleinen Spritzer auf die Finger und rein damit. Dann dreht ihr das vorsichtig bis Anschlag rein, so, und dreht als Basis erstmal, also je nach Modell, das ist jetzt hier ein Vergaser von der 525 EXC, 2 raus. Halb, 1, 1,5, 2. Das ist unsere Basiseinstellung, mit der wir dann später am Fahrzeug, wenn sie denn läuft, noch ein bisschen nachjustieren können. Nächstes nehmen wir die Starterdüse, legen wir schon mal rein und die LED-auf-Düse. Hier auch wieder gut handfest. Denkt dran, das ist Messing und Messinglegierung. Das ist kein Stahl. Also immer vorsichtig. So, montiert. Jetzt kommen wir zur Nadeldüse. Hier gibt es auch eine Besonderheit, wie auch bei dem BSD40, beziehungsweise keine Besonderheit, aber eine Sache, wo ihr darauf achten müsst, vor allem wenn der Vergaser älter ist, ob diese Nadeldüse verschlissen ist. Und das seht ihr eben halt hier, wenn ihr hier reinguckt, das kann man jetzt in der Kamera vielleicht ein bisschen schlecht erkennen, da müsst ihr halt gucken, da wo die Nadel arbeitet, die steht ja immer etwas schräg im Vergaser, beziehungsweise die steht ja nicht genau senkrecht, schabt die auf der Druckseite. Und wenn ihr da schon reinguckt und seht dann da schon so eine helle Stelle, dann ist diese Bohrung nicht mehr genau rund und die Zerstäubung ist hier in dem Bereich sehr schlecht. Also dann besser das Ding komplett weg damit, neu rein. So, jetzt rein damit. Dafür müsst ihr aber vorher dieses Rahmenteil hier einsetzen, oder diesen Abdeckhalter. Der wird damit nämlich befestigt mit der Düsennadel, bzw. Nadeldüse. 8er Schlüssel. Auch gut handfest. Und jetzt könnt ihr die Hauptdüse montieren. Sechser Schlüssel. Ich nehme dazu immer unseren Schlauchschellenschlüssel, so heißt das Ding hier. Ja, der ist schön biegsam und da kann man nicht so wie so ein Ochse mit anziehen. So, kommen wir zum Schwimmernadelventil. Ja, hier auch wieder ein bisschen Silikonspray dran. Dann hier seht ihr oben diese Klammer, genau wie beim BSD40 auch. Die hängt ihr dann auf die dazugehörige Nase. Am Schwimmer. Und jetzt wird das vorsichtig hier eingelassen. Und dann könnt ihr die Achse
hier reinschieben. Die Achse sitzt hier locker drin. Ja? Es gibt Vergaser, da sind die fixiert auf einer Seite, zum Beispiel beim Dell'Orto. Hier könnt ihr die nach links und rechts rausziehen. Die wird nur von der Schwimmerkammer gleich gehalten, deswegen kann die Achse da nicht raus. Ja? So, Funktion ist da, alles gut. Hängt sie auch nicht auf. Und jetzt können wir hier eigentlich schon mal komplett schließen. Jetzt können wir es zumachen. Also wir können jetzt die Schwimmerkammer montieren. Wichtig halt hier auch, ne, neue Dichtung aufgelegt. Ist ja halt im Set mit drin. Also vorsichtig auflegen. Das ist ein bisschen hackelig jetzt hier, wegen der Beschleunigerpuppen. Oh doch, geht. Flop. Drin ist er. So, jetzt sind hier normalerweise ja auch noch die Halter für die Entlüfterschläuche vom Vergaser. Die lassen wir jetzt mal weg, weil damit ihr das hier auch besser seht. Und ich muss jetzt hier gleich nahtlos zur Beschleunigerpumpe kommen. Daher fixieren wir jetzt nur mal die Schwimmerkammer mit 2 Schrauben. Zu den Schläuchen komme ich auch noch gleich. So. Hier vorne links bzw. jetzt hier rechts sitzen natürlich eure Leerlaufschraube. Die wird damit fixiert. Und jetzt hier unser Beschleunigerpumpengehäuse. Ich habe hier schon mal einen neuen O-Ring aufgelegt, der auch mit dem Dichtsatz mit drin ist. Dementsprechend auch ein bisschen mit Silikon eingelegt. Und wir setzen jetzt die neue Beschleunigerpuppenmembran ein. Hier nochmal zur Ansicht die alte. Ihr seht, total korrigiert. Warum? Weil das natürlich das Oberteil ist. Ja, und hier die Feuchtigkeit durch diese Achse der Beschleunigerpumpenstange nach unten gewandert ist. Ja, die ist ja nicht hundertprozentig dicht. Hier kommt dann Feuchtigkeit rein und wenn die lange stehen, die Dinger, fangen die hier an zu rotten und dementsprechend hier das Ding erneuern. Hier unten, das ist die Unterseite, da seht ihr den kleinen Anschlag. Da ist dann halt, wenn die nach unten geht, die Membran, kann die unten gegen den Deckel dann in ihrer Bewegungsfreiheit begrenzt werden. Quasi der Beschleunigerpumpenanschlag, Membrananschlag. So, also neue, ja, Anschlag nach oben einsetzen. Auch hier ein bisschen Silikon drauf. Die Feder aufsetzen und den Deckel montieren. Der Deckel hat hier auch einen kleinen O-Ring, der kommt hier rein, das ist ja so eine Art Formring. Und diese beiden Bohrungen hier müssen auch frei sein, ganz wichtig. Hier mal durchpusten, hier ist ein Durchgang. Ja? Also da auch darauf achten, dass hier absolute Durchgängigkeit ist. So. Den auch ein bisschen mit Silikon, wenn der nicht richtig sitzt, leicht ein bisschen Fett dran tun, da bleibt er auch drin kleben. Auflegen. Und die 3 Schrauben gut handfest anziehen. Das war das Thema FCA 41, beziehungsweise auch gilt auch für den 39er bedingt. Ich zoome noch ein bisschen raus. Den Schock habe ich schon montiert. Da aber trotzdem nochmal, zeige ich euch nochmal. Wie gesagt, das ist eine 14er Schlüsselweite. Aber diese Schraube ist ja aus Kunststoff. Also natürlich dementsprechend empfindlich und auch dieses Gewinde. Also das ist ein Kunststoffgewinde im Aluminiumgewinde. Also da immer ganz vorsichtig ansetzen, das Gewinde, dass das auch nicht frisst. Und hier mal checken, ist der Schock überhaupt noch in Funktion, weil innen drin diese Rasterfunktion gibt gerne mal auf. Bei den 41er nicht so schlimm, bei den Zweitaktern ist es schlimmer. Aber hier immer mal kontrollieren. Aha, hält, hält nicht,
hält nicht. Also wunderbar, funktioniert. Können wir wieder reinsetzen. Wenn das nicht mehr funktionieren sollte, tut euch den Gefallen und kauft euch das Ding neu. Das ist zwar nicht billig, aber es gibt nichts Nerviges als ständig, vor allem wenn ihr einen reinen Kicker habt, nur einen älteren Crosser oder so, permanent unterm Tank mit dem Finger und dann rechts zu kicken. Ja, also dementsprechend, das Ding sollte schon vernünftig halten. Zum Thema Schwimmerstand einstellen, genau das gleiche wie beim BSD40 Vergaser. Ja. Ich blende das auch nochmal oben ein, das Video. Wenn der Schwimmer nach oben kommt und ist parallel mit seinem Halteblech zur unteren Kante des Vergasers, muss die Kraftstoffzufuhr unterbrochen sein. Ja, ist er das nicht, kann man diese Nase ein bisschen nachbiegen. Wenn er da immer noch nichts macht oder er läuft immer noch aus, dann muss das Schwimmernadelventil neu. Ganz einfach. Gut, das war Thema FCR 41 Vergaser. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zum nächsten Beitrag. Stopp, 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 noch was vergessen. Die Schläuche von dem Vergaser, ne? Das sind ja die Entlüfterschläuche, die hier überall aufgeschoben werden. Solltet ihr penibels auch darauf achten, sind die noch einwandfrei flexibel, ja, sind die noch einigermaßen weich, weil mit den Jahren gehen die Weichmacher raus und dann werden die Dinger bombenhart und fangen an entweder abzuknicken oder fangen sogar an zu brechen. Ja, und da kommt Feuchtigkeit rein, ihr habt den im Vergaser und. Die Schläuche sind ja wichtig, weil die halt die Luftzufuhr zur Schwimmerkammer erzeugen bzw. gewährleisten, dass eben halt hier, wenn der Kraftstoff rausgesaugt wird, auch wieder Luft nachfließen kann. Und Kraftstoff natürlich, dass wir hier keinen Unterdruck ziehen. Also ganz wichtig, checkt die Schläuche und wenn sie schon brutal zart sind und schon leicht angerissen, weg damit. Ja, macht ein paar neue dran. Ihr müsst nicht die Original nehmen. Die gibt es auch im Zubehör, sogar in farbigen Silikonschläuchen, wie ihr sie haben wollt. Orange, schwarz, grün, gelb, wie auch immer. Also da nicht dran sparen. Macht sie neu. Wenn ihr den Vergaser sowieso überholt, sollte man das direkt mit erneuern. So, aber jetzt geht's weiter. Ja, jetzt sind wir am Ende, Folge 12, das war's. Unglaublicherweise mal nur mit 2 Beiträgen. Ne? Ja gut, einer fehlt, ne? Die SMT 99. Hat nicht ganz geklappt diesmal. Aber wir werden es auf jeden Fall versuchen, jetzt in Folge 13 mit reinzubringen. Ne? Schöne Überleitung. Da können wir eben halt jetzt da schon mal dieses Projekt weiterverfolgen. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Ja, also Februar, März kann es ja auch noch mal furchtbar schneien oder so, aber drückt die Daumen. Das werden wir auf jeden Fall versuchen, da mit reinzuziehen. Vor allem dann auch mit dem Fahrtest, quasi also mit GoPro dabei und Kamera und Mikro. Der zweite Beitrag könnte was mit diesem Motor zu tun haben. Das kann ich aber noch nicht versprechen. Da sind noch ein paar Faktoren nicht ganz geklärt. Und ob es noch einen dritten gibt, werden wir sehen. Aber ihr könnt uns ja auch gerne mal wieder andere Anregungen in die Comments reinhauen, was ihr gerne mal sehen würdet. Ne? Also wir versuchen ja immer alles zu realisieren, was hier in unserer Macht steht oder was wir an Fahrzeugen bekommen können. Ne? Gut, das war es jetzt aber. Wenn es euch gefallen hat, ne? Nicht vergessen, lasst einen Daumen da und lasst ein Abo da, wenn ihr noch keins habt. Also, bis zum nächsten Mal in Folge 13 und ciao.